Die letzte Etappe unserer kulinarischen Reise durch die Europaregion führt uns nach Kirchberg in Tirol, wo wir einem wahren Meister der Kochkunst in die Töpfe schauen dürfen, Simon Dachsacher. 4 Hauben zieren sein gleichnamiges Restaurant, welches zudem das erste und einzige in Tirol mit 2 Michelin-Sternen ist. Seit diesem Jahr belegt Dachsacher Platz 1 für Tirol im Restaurant-Guide Falstaff. Was aber ist sein Rezept zum Erfolg und welche Zutaten braucht es, um an die Spitze der obersten kulinarischen Liga zu kommen? Wir versuchen halt natürlich regional zu kochen. Wir versuchen halt die Natur sehr viel aufzunehmen in unseren Gerichten. Und ich glaube, das zeigt halt bei unseren Gästen sehr gut, natürlich bei den Kritikern, Journalisten auch sehr gut. Und wir haben halt das Glück, dass wir auch gute Partner da haben in der Region, dass wir halt sowas machen können überhaupt. Nachdem Simon Dachsacher 1993 die Hotelfachschule Villa Blanca in Innsbruck abschließt, sammelt er zahlreiche Erfahrungen im In- und Ausland, bevor es ihn im Jahr 2000 nach Kirchberg zurückzieht und er den elterlichen Betrieb Dachsacher Hof übernimmt. Damals war es noch ein Hotelbetrieb, also ein 3-Sterne-Betrieb. Da ist das Restaurant integriert worden, war aber nicht so stimmig. Dann haben wir gesagt, so, jetzt haben wir das Restaurant auslagern, haben es umgebaut 2004 und 2010 haben wir dann den ganz großen Umbau gemacht mit dem 5-Sterne-Hotel, sind zu Relais Chateau dazugekommen und dann ist es eigentlich richtig losgegangen, eigentlich, dass das Restaurant richtig funktioniert hat, dass international die Erfolge auch da waren, von den Auszeichnungen her, internationale Gäste auch gekommen sind und ja, und jetzt haben wir uns halt so, jetzt ist halt nach und nach das Hotel feingeschliffen worden, mehr oder weniger. Saibling mit Pastinake und Tanne oder Rebhuhn mit Rosenkohl und gelbe Rosinen. Simon Dachsachers Speisekarte liest sich wie ein vielversprechendes Gedicht und klingt bodenständig und außergewöhnlich, regional und international zugleich. Die Region bietet sehr viel und ich würde meine Küche eigentlich beschreiben, dass sie schon vom Grundaufbau französisch-mediterran ist, wobei wir es jetzt schon verwurzelt haben mit der Region. Das Produkt selbst ist der große Star auf Dachsachers Teller. Wir begleiten den Spitzenkoch zu einem seiner Lieferanten, dem Schöberlhof in Mutters, wo schnell klar wird, Simon Dachsachers Qualitätsanspruch ist hoch. In meiner Produktauswahl ist vor allem einmal ganz wichtig ist natürlich, dass die Qualität ganz hochwertig ist, also dass auch der Partner von mir, ich nenne meine Lieferanten eigentlich mehr Partner als wir Lieferanten, dass der eine Randnische quasi hat, dass das nicht ein Allerweltsprodukt ist, sondern wirklich ein klares, ausgesuchtes Produkt, wo er mit seiner Freude und mit seinem sage ich mal, Wissen und alles da reinsteckt und ich einfach sehe, wie der arbeitet mit dem Produkt auch, und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Da habe ich Gott sei Dank sehr viele kleine Lieferanten, mit denen ich eigentlich viel lieber zusammenarbeite, als für mich große Produzenten. Dachsacher zaubert Kunstwerke auf den Teller, welche nicht nur grenzenlosen Genuss versprechen, sondern auch sonstige Grenzen überwinden, sei es im buchstäblichen als auch im übertragenden Sinn. Denn Kulinarik vereint und hier ist die Europaregion Realität. Grenzüberschreitend, sage ich mal so, ist arbeiten mit mir sehr stark mit dem Trentino, also mit befreundeten Köchen auch und Partnern im gesamten Südtirol zusammen, besonders im Trentino. Und da gibt es eigentlich keine Grenzen. Also wir arbeiten da einfach, wie gesagt, grenzüberschreitend sehr gut zusammen und das ist also schon wirklich eine Freundschaft mittlerweile. Wenn Talent, Leidenschaft und Ehrgeiz aufeinandertreffen, ist Großes zu erwarten. Und genau das ist der Fall bei Simon Dachsacher. Ich bin da relativ verbissen in dem, was ich machen will. Also wenn ich ein Produkt oder was vor mir liegen habe oder kriege, will ich mit dem unbedingt was machen, weil es mir halt irgendwie voll taugt, das Ding. Und dann wird es halt so lange getestet und so lange herumgetan, bis das funktioniert. Und ich bin so stur und will sie dann unbedingt dann auch kochen. Bereits ganz oben angekommen scheint es, als würde Simon Dachsacher gerade erst beginnen. Und zu Recht ist er nicht nur ein Fixstern am Kochhimmel der Europaregion, sondern ein wahres Feuerwerk.